Ich bin hier gerade an einem ziemlich perfekten Ort auf einer Insel in Kambodscha. Koh Rong Samluem heißt die. Und ich dachte, dieser perfekte Ort ist ziemlich perfekt, um mal über Perfektionismus zu sprechen. Er scheint perfekt, dieser Ort, aber ist er das wirklich? Es sind Quallen im Meer und wenn man sie berührt, dann schmerzt es extrem. Und das ist zum Beispiel was, ist eigentlich nicht perfekt. Wenn ich jetzt ein Foto davon machen würde und es auf Instagram posten würde, dann sähe es für alle perfekt aus. Dann würden sie sich denken, oh mein Gott, das ist so geil, warum habe ich das nicht? Und das ist genau das, was ich zum Beispiel überhaupt nicht will. Ich will nicht, dass du dich schlecht fühlst. Ich will dich inspirieren. Und ja, dieser Vergleich, der macht uns ziemlich unglücklich. Der sorgt dafür, dass wir das Leben nicht genießen, dass wir mit uns selber unzufrieden sind. Das ist aber alles, was wir haben. Perfekt ist jetzt. Perfekt ist, was ist. Wenn wir uns in dieses Mangelbewusstsein begeben und sagen, wenn ich das habe, dann ist es perfekt. Wenn das Meer ohne Quallen ist, dann ist es perfekt. Dann verpassen wir doch, was ist. Vielleicht ist der Strand perfekt. Vielleicht sind die Leute perfekt, mit denen du dort bist. Dein Leben ist perfekt, so wie es ist. Perfektionismus ist demnach ein Killer für Leidenschaft, ein Killer für Kreativität, ein Killer für Glück und Zufriedenheit. Wenn wir immer uns an dem Perfektionismus festhalten, dann kommen wir gar nicht in die Kreativität. Dann trauen wir uns nicht mal zu malen, dann trauen wir uns nicht, was zu schöpfen, weil wir Angst davor haben, verurteilt zu werden, weil wir Angst davor haben, dass das, was wir tun, unseren Ansprüchen und den Ansprüchen anderer nicht gerecht wird. Weil wir selber uns damit dann bestätigen könnten, dass wir nicht genug sind. Dementsprechend feilen wir an den Sachen, versuchen eine Mauer aufzubauen aus Perfektionismus. Dementsprechend ist Perfektionismus auch einfach eine Schutzmaßnahme. Wir schützen uns durch Perfektionismus. Indem ich ganz wenig Angriffsfläche biete, bin ich ja unverletzbar. Ich kann nicht verletzt werden. Aber was verpassen wir? Wir verpassen zum einen den Moment, das Leben, und wir verpassen es, ins Tun zu kommen. Wenn uns der Perfektionismus daran hindert, wirklich rauszugehen, einen Fußabdruck auf dieser Welt zu hinterlassen, dann schadet er uns nur. Er kann uns antreiben, er kann uns motivieren, mehr zu geben, aber er kann uns auch total hindern. Und wer sagt überhaupt, was perfekt ist? Ich bin irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass ziemlich viele meiner Maßstäbe durch Instagram geprägt sind. Dass ich als Ziel hatte, dünn zu sein. Dass ich als Ziel hatte, besonders schön zu sein. Ein perfektes Essverhalten zu haben. Weil Instagram es mir so vorgegeben hat. Ich glaube nicht, dass das Leben ist, was ich führen will. Das entspricht mir überhaupt nicht. Ich glaube, dass es perfekt ist, auf sich zu hören. Das zu tun, was die innere Stimme einem sagt. Das heißt, weniger von diesen äußeren Maßstäben geleitet zu werden und mehr von den inneren, wenn überhaupt irgendwas perfekt ist. Auf der Arbeit hatten wir immer den Grundsatz better done than perfect. Das heißt, lieber mal ins Tun kommen und rausschicken, als wirklich ewig dran rumzufallen. Es gibt das Pareto-Prinzip, was besagt, dass wir mit 20% des Arbeitsaufwandes 80% schon geleistet haben. Und die 20%, die zum Perfekten führen, die brauchen dann nochmal 80% des Arbeitsaufwands. Manchmal muss man die dann auch einfach streichen. Dann ist es viel effektiver, 80% rauszuhauen, als wirklich an den 100% festzuhalten. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie du den Perfektionismus loslassen kannst. Zunächst einmal gehört eine gewisse Achtsamkeit dazu. Wo hast du Maßstäbe? Wo genießt du es nicht richtig, weil du am Perfektionismus festhältst? Wo hindert er dich? Wo treibt er dich an? Und dann sind da vielleicht Gefühle, die hochkommen. Setz dich mit diesen Gefühlen auseinander. Lauf nicht vor ihnen weg. Sie werden immer wieder kommen. Die Gefühle sind unser Feedback-System, was uns dazu leitet, uns weiterzuentwickeln. Das heißt, geh mal einen Tee trinken mit dem Gefühl. Hör ihm zu. Und ich sag dir, wenn du einmal richtig zugehört hast, wenn du deine Aufmerksamkeit diesem Gefühl geschenkt hast, dann wird es von selber gehen. Das heißt, dieses Nicht-Genug-Gefühl zum Beispiel, das ist einer der Grundsätze, der uns im ganzen Leben immer wieder begleitet und auch durch unsere Konsumgesellschaft natürlich unterstützt wird. Aber
Setz dich mit diesem Gefühl auseinander. Und lass es gehen, lass es los, wenn es dir nicht dient. Frage dich, wer willst du sein? Wie willst du dein Leben leben? Willst du das Leben, was dir durch Instagram vorgegeben wird, was durch den perfekten Schein vorgegeben wird? Oder willst du einfach dir entsprechen? Ich möchte mir entsprechen. Ich möchte nicht so leben, wie Instagram mir das vorgibt. Ich möchte das Leben genießen. Und ja, dementsprechend will ich gar nicht perfekt sein für andere. Ich will perfekt sein für mich. Das heißt, lass dich vom Perfektionismus nicht hindern, das Leben zu leben. Alles, was du hast, ist jetzt der Moment. Und lass ihn dir nicht durch diese Scheinwelt nehmen. Ja. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du kannst mit den Impressionen was anfangen. Und abonniere mich hier bei YouTube, folge mir bei Instagram. Viele Grüße aus Kambodscha. Und einen unperfekten Tag. Tschüss. Ja.